Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht's los mit was Neuem und zwar mit Forms. Ihr wollt ja sicherlich irgendwelche Formulare oder sowas, die der User ausgefüllt hat, also irgendwelche Sachen, wo man sich registrieren muss oder sowas, will man natürlich auswerten können. Und das macht man häufig mit PHP und ich zeige euch heute wie. Ja, wir haben die Grundlagen fertig, das heißt, ihr könnt jetzt quasi auch die Grundlagen von vielen anderen Programmiersprachen, müsst nur noch kurz reingucken und schon seid ihr dabei. Aber das, was jetzt kommt, das ist wirklich PHP-eigen sozusagen. Das gibt es sonst nicht. Aber für eine Form braucht man natürlich als erstes mal eine neue Datei, in der die Form irgendwie drin ist. Und dazu habe ich jetzt hier mal eine Datei angelegt, die nennt sich form.html. Da kommt eine ganz normale HTML-Form rein. Wenn ihr nicht wisst, was eine HTML-Form ist, es gibt eine Reihe zu HTML, die solltet ihr unbedingt geguckt haben bis zu den Forms für diesen Teil. Genau, so, hier soll jetzt die Form also rein. Dazu habe ich was Kleines vorbereitet. Und zwar das hier. Super, wir haben hier ein ganz normales HTML-Form sozusagen. Hier kommt im Prinzip nur, wichtig ist, dass ihr hier denselben Namen habt, wie eure PHP-Datei heißt. Das heißt, das hier, index.php, muss genau hier rein. Also der Name kann auch anders lauten, aber hier und da muss dasselbe sein. Okay, damit wir natürlich auch diese PHP-Datei oder PHP-Datei ansprechen und nicht irgendeine andere, beziehungsweise eine, die es gar nicht gibt, dann gibt es nämlich einen Fehler. Okay. Hier bei Method Get und Post, da werden wir noch ein bisschen mehr drüber reden. Da machen wir jetzt als erstes mal Get und ich zeige euch, was passiert. Und hier habe ich mal zwei Textfelder, eins für den Namen, eins für die E-Mail und hier dann Submit-Button. Okay, schauen wir uns an, wie das Ganze aussieht. Ich habe noch die Seite offen, die brauchen wir jetzt natürlich nicht. Wir brauchen hier nämlich die form.html-Datei. Und vielleicht hätte ich sogar noch speichern sollen, das wäre von Vorteil gewesen. So, wenn ihr keine Berechtigung auf Linux haben solltet, dann startet das ganze Programm einfach nochmal neu mit sudo über die Kommandozeile. Dann habt ihr die Berechtigung für alles. Das behebt hier einige Probleme. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Egal. Wir wollen hier also die Form.html uns angucken. So, jetzt wollen wir hier natürlich ich scroll mal ein bisschen näher rein, damit ihr auch was sehen könnt, den Namen eingeben. Das kann nichts anderes sein wie, was, wenn James Bond ein Spanier wäre? Juan Rodriguez... nein, falsch geschrieben, natürlich. Bond. Und schnucki@abc.de. Okay, senden und jetzt sehen wir hier, dass nichts passiert. Das ist jetzt aber die PHP-Seite. Das heißt, wir sind schon mal erfolgreich weitergeleitet worden. Und jetzt wird es wichtig. Jetzt seht ihr hier oben, index.php steht in eurer Zeile drin. Und dann kommt dieses Fragezeichen. Das habt ihr wahrscheinlich schon häufiger mal gesehen. Und dann kommt hier der Name Juan Rodriguez Bond und die E-Mail hinten dran. Hier sehen wir auch, dass dieses Add verschleiert wurde, also %40 bedeutet Add und dieses und hier verbindet zwei verschiedene Dinge. Also einmal habe ich den Namen, der ist gleich dem ganzen Ding hier bis zum und dieses Plus steht für ein Leerzeichen. Also Name gleich, das war der erste Wert sozusagen und Name ist genau das, was hier steht, nicht das, was da steht, sonst wäre der Name groß geschrieben. Wenn ich hier das groß schreibe, dann steht hier auch Großname drin. Also nochmal, das hier, der Name und die E-Mail, das ist das, was wirklich wichtig ist. Das sehen wir hier. Name ist gleich, das sind die Variablen sozusagen, auf die wir später zugreifen. Und E-Mail ist gleich. Und zwei verschiedene verbindet ihr, indem ihr hier ein und packt. Also wenn ihr das mal selber machen wollt. Es ist nur wichtig, dass wir hier sehen können, dass alles in der Zeile drin ist. Und das ist natürlich was, sensitive Daten sollten niemals über Get geschickt werden. Also wenn ihr irgendwie ein Passwort setzt oder sowas. Dieses Passwort steht dann nachher unverschlüsselt hier oben drin. Hier oben gibt es keine Punkt oder sowas für das Passwort, sondern wenn ich hier ein Passwort eingebe, dann steht es wirklich unverschlüsselt hier oben drin. Und da kommt sich erstens mal der User ein bisschen verarscht vor und zweitens ist es nicht wirklich sicher. Wenn jemand da auf dem PC gerade guckt oder sowas, dann sieht er das da oben und dann ist alles verloren. Gut, deswegen niemals Get für Passwörter, in dem Fall ist Get in Ordnung. Und was wir jetzt machen wollen, ist natürlich, wir wollen hier in der index.php-Datei auf diese Variablen zugreifen. Das soll erstmal was ganz Grundlegendes sein, also nicht wirklich irgendwas Spezielles. Was wir dazu benutzen, sind sogenannte Super Global Variablen. Wir sagen jetzt hier einfach, hallo Herr, nee halt, es könnte ja auch eine Frau sein, aber er hat ja seinen Vornamen eingegeben, also in dem Fall ist es völlig egal. Und zwar, jetzt kommt die Super-Variable Dollar, Bodenstrich und dann der Name dieser Super-Variablen und das ist in unserem Fall Get, weil wir das Ganze über Get gesendet haben. So,
Jetzt gibt es natürlich nicht nur eine Variable, die über get gesendet werden kann, sondern es gibt mehrere und deswegen muss ich den Namen von dieser Variablen hier abfragen. Okay, naja, der Name meiner Variablen ist genau das hier, also dieses Name und E-Mail. Und Name und E-Mail sind genau die beiden hier, also ihr solltet euch merken, wie ihr die genannt habt. Da müsst ihr nämlich direkt drauf zugreifen. Hier einmal Name eingeben, Hallo, und dann bekommen wir hier direkt diesen Namen, den der User eben eingegeben hat. Und was wir natürlich auch noch brauchen, ist ein Echo vorne dran. Okay, Hallo und dann den Namen. So, und dann machen wir das ganz einfach. Wir gehen unterhalb des PHP-Skripts und machen hier eine neue Zeile. Ohne den Slash. Schlechte Angewohnheit. Und dann sagen wir hier, der sehnlichst erwünschte Newsletter wird gesendet an. Und dann brauchen wir natürlich wieder PHP, denn mit HTML können wir nicht auf diese Get-Variable zugreifen. Deswegen sagen wir hier wieder, wir öffnen PHP, also diesen Öffnungstag und am Ende natürlich wieder den Schließungstag. Das hört sich bescheuert an. Echo und dann wieder über dieses $get bekommen wir wieder die zweite Variable. Also hier einmal so und dann wollen wir natürlich nicht den Namen, sondern die E-Mail-Adresse. Deswegen geben wir hier in diese String-Klammer hier die E-Mail ein. Okay, wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann sehen wir, dass wir einen Parse-Error haben. Weil ich, schlaues Mensch, mal wieder das Semikolon hier nicht zu Ende geschrieben habe. Aber das macht ja gar nichts. Wir können es ja einfach nochmal aktualisieren. Ja, wir machen am besten direkt einen Fehlerbeseitigungsworkshop hier draus. Und zwar sehen wir hier Zeile 6. Ich habe die andere Zeile gleich mal korrigiert, weil ich hier tatsächlich das Semikolon vergessen hatte. Aber Zeile 6 ist was anderes und zwar steht hier Hallo. Ich dachte eigentlich, ich hätte es außerhalb von PHP gemacht, aber nein, habe ich nicht. Und wenn es innerhalb von PHP ist, naja gut, ich kann nicht einfach irgendwas ausgeben, ich muss natürlich einen String ausgeben. So, jetzt habe ich hier zwei verschiedene Strings und die muss ich natürlich miteinander verbinden, sonst macht das absolut keinen Sinn. Sonst weiß mein Programm nicht, was es tun soll. Okay, und jetzt möchte ich hier natürlich noch ein Leerzeichen rein haben und dann sollte das Ganze eigentlich laufen. Okay, so. Hallo Juan Rodriguez Bond, der sehnlichst erwünschte Newsletter wird gesendet an und dann die E-Mail-Adresse. Ihr seht also, wir haben auf diese Variablen, die hier oben stehen, direkten Zugriff in PHP. Das ist ziemlich geil. Ich kann jetzt hier oben auch als User vor allem, kann ich hier oben auch, keine Ahnung, Radriges sagen und wir kriegen hier direkt die Änderung. Das heißt, es ist nicht irgendwie unmöglich, hier oben was zu verändern, sondern es ist wirklich super gut möglich. Und was da auch ein großer Vorteil davon ist, ihr könnt das Ganze bookmarken. Das heißt, ich kann jetzt hier diese Seite mit diesem kompletten Fragezeichen Riesenstring hier hinten kann ich bookmarken und schon ist alles fertig. Das heißt, es hat für den User einfach sehr, sehr viele Vorteile, wenn ihr hier oben get benutzt. Aber wie gesagt, Sicherheit muss natürlich vorgehen. Bei Passwörtern niemals get, da werden wir post benutzen. Werde ich euch dann nächstes Video zeigen. Was natürlich auch noch wichtig ist, ist, dass wir hier, wobei eigentlich kann ich euch gleich zeigen, egal. Was auch noch wichtig ist, bei get haben wir nur eine beschränkte Anzahl an Zeichen. Das heißt, hier oben können insgesamt, glaube ich, nicht mehr als so 2000 Zeichen oder sowas stehen. Also wenn ihr so eine mega riesen Form habt, dann vielleicht nicht mit get, sondern mit post, weil einfach die Daten alle rübergetragen werden. Und wenn der Name einfach irgendwann mal zu lang ist, dann ist halt auch mal fertig. Okay, jetzt noch kurz zu post. Dann müssen wir hier erstmal post einstellen. Das heißt, wir schreiben hier einfach Post hin und das war's schon. Wenn wir jetzt dieses ganze Ding hier nochmal senden würden, also wir gehen zurück an die Form.html und senden das, dann sollten wir vielleicht tatsächlich erstmal unsere Seite dazu bringen, sich zu aktualisieren. Okay, dann sagen wir hier, komm schon, das wird mir doch vorgeschlagen, oder? Nein. Dann sagen wir hier mal als Name knock und als E-Mail Neo. Und da sehen wir schon das nächste Problem. Wir können hier bei einer E-Mail tatsächlich sowas machen und wir kriegen im Prinzip keinen Fehler. Klar, jetzt kriegen wir den Fehler, weil wir die PHP-Datei noch nicht angepasst haben, aber wir kriegen hier keinen konkreten Fehler, wenn wir hier kein @irgendwas.de oder .com oder sowas haben, sondern es ist einfach alles erlaubt. Das ist ein normales Textfeld. Müssen wir auch noch anpassen? Kommt noch. Aber wir sehen hier, wenn wir das Ganze machen, kriegen wir einen Fehler. Naja, warum kriegen wir einen Fehler? Weil dieses get, dieses $-get, dieses Superglobal, ist im Prinzip auch nur ein Array und das kennt ihr ja alles schon. Und ein Array, wenn der Name nicht verfügbar ist, dann wirft mir das Ganze einen Fehler, denn es gibt diesen Namen einfach nicht. Ich versuche auf was zuzugreifen, was nicht existiert.
Und was wir auch noch sehen hier, wenn wir Post machen, haben wir hier oben gar nichts. Das heißt, Bookmarken ist nicht möglich. Wenn ich die Seite aktualisiere, werde ich gefragt, ob ich diese erneute Formularübermittlung bestätigen möchte. Möchte ich in dem Fall natürlich. Aber was wir hier einfach ändern müssen, ist, wir müssen Post schreiben. Und das ist eigentlich auch schon alles. Die großen Unterschiede, wie gesagt, sind, dass das eine Mal hier oben das nicht steht und beim anderen Mal steht es hier oben. Ja, wir können es bookmarken, beziehungsweise wir können es nicht bookmarken und wir können es verändern und lesen oder wir können es nicht verändern und nicht lesen. So, und wenn wir das jetzt nochmal vernünftig laden, dann sehen wir, dass es hier funktioniert hat. Hallo Knock Knock, der sehnlichst erwünschte Newsletter wird gesendet an Neo. Ja, Neo sollte eigentlich eine E-Mail-Adresse sein. Wie wir das machen und wie wir sonstige Required Fields oder sowas, kennt ihr ja alles, habt ihr ja schon wahrscheinlich genug Forms ausgefüllt in eurem Leben. Wie wir das machen, werden wir im nächsten Video sehen. Bis dann, ciao!